Mahlzeit, herzlich willkommen beim Redview Videomagazin und einem neuen Video unsererseits. Wir sind heute im Legoland California und in einem niegelnagelneuen Themenbereich, und zwar Lego Galaxy. Wir nehmen euch heute mit hier in diesem Bereich und zeigen euch ein bisschen, was hier steht. Und es gibt zwei wirklich sehr spannende neue Attraktionen. Und die erste seht ihr vielleicht gerade schon und die dreht sich schon. Und zwar hat Hus Park Attractions aus Deutschland das Airboat geliefert. Und hier könnt ihr mal die G-Forces erkunden. Also die kleinen Gäste können diese das erste Mal erkunden. Und ey, das sieht doch richtig cool aus. So wie der ganze Bereich, der unter anderem dann hier ganz viele abgespacede Raumschiffe und ähnliches hat. Und so kleine Action-Knöpfe, wo man diese auch testen kann. Und wenn man den drückt, startet die Engine und das Flugzeug macht Geräusche. Und das Spaceship. Ja, man hört es schon. Ist das cool? Und dieser Bereich hat nicht nur G-Force Test Facility von Hus Park Attractions bekommen, sondern auch den Galactic Coaster. Art Engineering aus Deutschland, die ja bekannt sind für richtig spannende, coole Achterbahnen, haben den Adventure Coaster ausgeliefert. Und das als erste Achterbahn nach 22 Jahren hier im Legoland California. Gleichzeitig gibt es auch eine Anlage, die einen Monat früher im Legoland Florida auch ausgeliefert wurde. Das hier ist ein Indoor Coaster. Der Adventure Coaster bietet Platz für 4 Leute in einem Wagen und 2 Wagen zusammen ergeben einen Zug. Es gibt 6 Züge hier in dem Fall und einen Reibrad-Lounge und einen Reibrad-Lounge-Boost auch noch einmal. Und ihr geht rein und da drin wird erstmal ein eigenes Spaceship kreiert. Also wir müssen auf eine Space-Mission ein Abenteuer erleben und dann kann man aus verschiedenen vorgefertigten Komponenten sein eigenes individuelles Raumschiff zusammenstellen und 4 Leute machen das dann zusammen und man muss auch als Team, als Crew zusammenarbeiten und einer aus der Gruppe hat ein RFID-Armband, das wird danach gescannt und danach weiß die Achterbahn, in welchem Wagen ihr sitzt und ihr seht auf einem Screen euch in eurem selbst zusammengebauten Spaceship. Und wir waren jetzt gerade noch mit 2 Damen da drin, sind gerade natürlich 2-mal gefahren und hatten jetzt beim 2. Mal Begleitung. Wir hatten vorne eine Piratenschiffkanone, aber auch einen Drachenschwanz hinten dran. Blumen, weil wir 3 Mädels waren im Fahrzeug und ich Blumen auch gut finde. Und ein paar hübsche Flügelchen. Und dann geht es halt mit dem Lounge in die Halle rein, Indoor Coaster. Wie gut ist das bitte geworden? Also cooler Lounge, voll familienfreundlich, trotzdem macht der Spaß und hat Lounge-Charakter. Und dann gibt es dann gesteuerte Drehungen und wir können ja noch mal ein bisschen in die Nähe gehen zum Eingang, wo gerade die Leute wieder richtig Bock haben. Und verschiedenste Screens, wo man auch hingedreht wird, aber jetzt keine klassischen Screens, sondern Projektionsflächen, besser gesagt, weil wir fliegen wirklich durchs All. Man fliegt an fliegenden Legosteinen vorbei, das ist ziemlich cool gemacht und hat actionreiche, familienfreundliche, coole Achterbahnfahrt. Also das hat mich maximal positiv überrascht. Ihr habt die bequemen Sitze, ihr habt die Over-the-Shoulder-Lap-Bars, die man von Art Engineering kennt und ihr könnt auch hier, wie ihr seht, schon ab 63 Zoll mitfahren. Wie groß das in Zentimeter ist, weiß ich natürlich nicht. Hashtag 90 Zentimeter bei Art ist ja möglich. Ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, wie Lego das handhabt und selber geregelt hat. Habe ich Zoll gesagt? Inches, Zoll, Fuß, Yards, was auch immer. Ich habe es auf jeden Fall eingeblendet. 40 Inches sind es dann beim Hus Park Attractions Airboat, was hier drüben noch steht. Was vielleicht dann noch fürs Operative wichtig wäre, wenn ihr fahren wollt, man darf nichts mitnehmen, auch keine Fanny Bags oder sonst irgendwas. Dafür gibt es dann aber hier kostenlose Locker. Für 2 Stunden sind diese kostenlos. Es gibt die reguläre Space Explorers Warteschlange. Es gibt natürlich auch den Fast Track und es gibt eine Single Rider Lane. Ja, also wirklich 2 coole Attraktionen, die miteinander auch meiner Meinung nach gut harmonieren. Und ich finde es auch cool, wenn man nicht nur eine neue große Achterbahn in einem Park stellt, sondern daneben auch ein Flatride. Ob es jetzt sowas Kleines ist von Hus wie das Airboat oder ob man was hätte Großes nehmen können. Das bleibt ja alles noch offen. Es gibt dann auch das Satellite Bites gibt es noch als Imbiss hier. Da vorne ist auch noch so ein kleines Hubschrauber-Rundfahrgeschäft, Lounge and Land, wo ich jetzt nicht weiß, ob das vorher schon hier stand, weil das eigentlich so eine typische Lego-Attraktion ist.
Aber das ist dann hier in dem neuen Bereich, der sich auch noch ein bisschen nach da weiter erstreckt, von Lego Galaxy mit dem Galactic Coaster von Art Engineering, der Adventure Coaster und dem neuen Airboat von Hus Park Attractions. Also das deutsche Doppelpack in voller Stärke in Kalifornien und auch in Florida. Und wir haben es jetzt hier in Kalifornien das erste Mal gesehen und sind diese neue Bahn gefahren. Was ist eure Meinung dazu? Seid ihr das Ganze schon gefahren? Weil ich habe in den Kommentaren schon gelesen, dass einige von euch auch schon hier in der Region unterwegs waren. Und ich habe auch viel gelesen, dass der Hype real ist und die Leute wirklich Bock haben. Und es haben auch alle, wir saßen mit Erwachsenen nur da drin. Alle hatten Spaß und Ende, das Spaceship zu kreieren. Und die Fahrt hat auch nochmal richtig Bock gemacht. Ist so ein bisschen Legos Antwort auf Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind.